Hi Leute, ich möchte euch heute mal mein Kondensator-Sortiersystem zeigen für Keramikkondensatoren. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich habe hier Kondensatoren drin, ich kann da umblättern. Ich kann hier aufmachen, da kann ich die Kondensatoren reintun. Hier die Keramikkondensatoren, das sind 2, das sind 3. Und wenn ich umblättern tue, die bleiben da drin. Ich habe jetzt nur pro Seite pro Blatt jetzt nur 6 Fächer, aber ich kann hier durchblättern. Jetzt, wenn ich einen Kondensator suche oder Kondensatoren einsortieren will, hier habe ich 153, 153, genau 153. Da kann ich 153 suchen, das ist am Ende. 153 hier. Dann mache ich die dann mal auf. Okay, und jetzt, wenn ich die hier habe, die 153er, und was ist das 153er Fach, brauche ich nur das hochmachen und die da reinfallen lassen. Brauche die nur da reinfallen lassen hier. So da rein hier, dass die da drin sind. Ich kann die noch ein bisschen nach rechts, nach links verschieben hier. Auf jeden Fall, sobald die da drin sind, hier, drücke ich von hier oben dagegen. Ich kann ein bisschen die verteilen. Hier auf die Länge sind die da drin. Ich habe in jedem Fach mindestens 60 Kondensatoren. Ich kann umblättern. Die fallen nicht raus. Das obere hier, das sichert von oben. Und das da die von unten. Und nach rechts und nach links können sie nicht. Ich möchte jetzt mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Hier habe ich 683, da habe ich tatsächlich weniger drin, aber hier 473 habe ich wieder viel drin. Ich möchte mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Und zwar, ich habe jetzt den Papierstreifen genommen, Papierstreifen ausgeschnitten, habe die erst mal aufgeklebt und zwar so, dass ich hier eine Lasche habe von oben hier. So habe ich oben eine Lasche. Und dann klebe ich das hier oben drüber und zwar hier habe ich immer 5, also 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen und ich klebe das dann so oben drüber, dass ich hier 2 Kästchen oben drüber bin. Also so, dass ich 2 Kästchen oben drüber bin. So dass ich von dir, also wenn ich hier das parallel hätte mit dem anderen, genau 1, 2 Kästchen nach oben, klebe ich das dann fest. Und dann kann ich hier dann rein und hier dann aufmachen und dann die Kondensatoren reintun. Und das mache ich mal, ich klebe das mal dahin und dann kommen dann die 104er da rein, also die 100 NF. Da kann man schon sehen, ich habe den Klebstoff aufgetragen hier, genau das zweite, hier genau 2 oben drüber und dann das hier genau hier hinkleben. Genau hier hinkleben. Kann ich das da festdrücken? Ja. Das ist hier oben und hier rechts. Also hier rechts leicht und hier oben klebt. Und hier. Und das andere wird aufgeklebt, indem ich den Klebstoff so und so mache und dann das da drauf mache, so dass es oben nicht, das ist oben nicht angeklebt. Und das da wird unten nicht angeklebt. Okay, und wenn ich die Kondensatoren dann hier drin habe, dann kommt das da einfach da wieder drüber, wird das da verklebt und das da verklebt. Der Klebstoff hier ist noch nicht so ganz trocken. Wenn der Klebstoff trocken ist, dann ist es genau so. Dann ist das hier, wenn es rechts und links hier, also an den beiden Seiten noch etwas fest ist, hier, genauso wie hier, da kann man dann welche rausnehmen mit der Pinzette oder auch mit dem Finger. Hier auch. Und hier jetzt die 104er auch, aber das ist noch nicht ganz festgeklebt. Also das muss ich jetzt noch festkleben lassen. Und wenn ich da umblättern tue, das sind wirklich in jedem Fach über 60 drin. Also mindestens 60 Kondensatoren, teilweise auch 75 oder 80. Das heißt, ich kann hier schön durchblättern und kann mir die Kondensatoren dann schön zusammensuchen. Ich fange an bei der ersten Seite an.
bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 6 pf, dann 7, 8, 9, 10, 15 und 18 pf, dann 20, 22, 27, 30, 33 und 40 pf, dann 47, 50, 56, 68, 75 und 82 pf, 75 pf ist glaube ich nicht üblich, 82 und 68 schon, dann 101, 121, 141, 151, 181 und 221, das wären jetzt 100 pf, 120, 140, 150, 180, 220 pi, 300 pi, 330 pi, 470 pi, 560, 680, 820 pi und hier ein n, dann 1,5 n, 2 n, 2,2 n, 3,3 n, 4,7 n, dann 6,8 n und dann 10 n, dann 15 n, 20 n, 22 n, 33 n, 47 n und 68 n. Und es wären dann die 100 n, also es wären die 104, 104 kann ich da drauf schreiben noch. So, an sich finde ich das mit dem Buch schon gut, auch wenn es etwas dick geworden ist. Also man braucht nur ein Heft mit wenigen Blättern. Ich benutze da glaube ich nur 10 Blätter, oder 2, 4, 6, 8, 10, ja 10 Blätter benutze ich nur. Die restlichen, die habe ich rausgerissen, um die Streifen zu machen hier. Bei den Streifen, also ich habe die so gemacht, dass die fast so breit sind wie eine Seite hier. Also die sind fast so breit wie eine Seite hier, ohne dass ich die Löcher überklebe hier, so dass die schön drauf passen. Und dann 5 Kästchen hoch. Ja, immer so 5 Kästchen hoch. Ja, und ich kann das auf den Kopf stellen hier. Ich kann das die Richtung hier. Ich kann das so. Oder ich kann das auch so. Und es fällt nichts raus. Ist nichts rausgefallen. Ich kann schön durchblättern. Und ich kann dann Kondensatoren rausnehmen hier, wenn ich sie brauche. Einfach welche rausnehmen dann hier. 2, 2, 3 und das sind auch 2, 2, 3, genau, oder 3, 3, 3. Das sind dann auch 3, 3, 3. Ja, genau. Ich kann dann umblättern. Und die fallen so nicht raus, weil das untere hält die fest und das obere hält die dann da drin. Und weil die bedrahtet sind, ich denke mal auch deshalb fallen die nicht raus. Weil jeder Kondensator noch Pins als Drähte dran hat hier. Hier könnte man die rausnehmen, da könnte man die rausnehmen und da die. Man kann die auch verschieben hier, wenn die jetzt in der Ecke wären, könnte man die nach oben schieben und dann rausnehmen. Auf jeden Fall bleiben die schön drin. Das heißt, wenn ich dann eine Schaltung aufbaue und ich suche dann mal, ich sag mal, ich nehme jetzt mal einen Wert, ich suche jetzt 473. 473 ist ganz am Ende, das heißt, ich brauche nur am Ende hier und habe 473. Also wenn ich 1, 2, 1 suche, also dann brauche ich nur schauen, wo ist 1, dann 1, 2, 1, schon habe ich das. So fände ich das viel schneller, als wenn ich jetzt in Sortimentkästen suchen würde. Vor allem, ich bräuchte ja in Sortimentkästen das, ich habe da immer 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, über 8, ich glaube 9 mal oder so, 9 mal 6. Sind doch, wären viele Fächer, und statt mit Fächern zu arbeiten, könnte man auch mit einem Heft machen. Die Idee hatte ich zum ersten Mal so in der 5. Klasse, da hatte ich das mit Widerständen gemacht. Mit Widerständen wäre das auch interessant. Man könnte auch Widerstände da einsortieren. Und wenn man dann einen Widerstandswert braucht, ich glaube, das mache ich auch noch, aber wenn man dann einen Widerstandswert braucht, dann kann man einfach, wenn man das schön sortiert hat, von niedrigster Widerstand zu höchsten Widerstand, kann man einfach nur das Fächlein aufmachen, Widerstand rausnehmen, was man braucht und kann drauf losbasteln. Und ich bin die Sucherei leid, also ich möchte nicht in Kästen nach Bauteilen immer suchen, dann die anderen Kästen rausholen und so, sondern halt einfacher die Sachen finden. Dann denke ich mir, lasse ich den Block mal so, werde mir noch so einen Block holen und werde dann da die anderen Kondensatoren einsortieren und dann vielleicht noch so einen Block holen und da die Widerstände einsortieren. Und wenn ich dann alles in so Heftchen habe, da kann ich die übereinander stapeln
Und immer wenn ich was suche, da kann ich ja drauf schreiben Keramikkondensatoren, auf dem nächsten kann ich drauf schreiben Widerstände. Die Transistoren werde ich nicht einsortieren, weil da habe ich einfach jetzt von den S9014 einfach zu viele. Die werde ich in Tütchen lassen und so viele verschiedene Transistoren habe ich gar nicht. Von daher, Transistoren kann man sortieren, wenn man viele verschiedene Typen hat und von jeder Sorte nicht sehr viele. Was so bei den Keramikkondensatoren, da wo ich halt nur so 60 Stück pro Keramikkondensatorwert habe, da ist sowas nicht schlecht, einfach ein Heft zu nehmen und das einzusortieren. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Also ich kann jetzt schon richtig hin und her werfen. Da geht kein Kondensator raus, sonst würde man schon einen rumliegen sehen. Da geht wirklich keiner raus. Aber man kann die rausnehmen hier. Man könnte die Kondensatoren rausnehmen. Am besten geht es mit der Pinzette, aber so geht das auch. Jetzt habe ich einen rausgenommen, einen 33er, machen wir den wieder rein. Einfach wieder rein, wieder zu. Und da fällt von selbst keiner raus, obwohl die ziemlich locker da drin liegen. Ja, okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.